Willkommen heute zu Frequent Traveler TV, wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir frisch gepresst haben, sind polnische Luftraumverletzungen durch russische Drohnen. Ein Problem, was wahrscheinlich so wird wie GPS-Jamming, müssen wir uns anscheinend vielleicht dran gewöhnen. Estland gab es ja auch diese Drohne, die dort abgestürzt ist aus Russland. Dann gibt es aus dem Lufthansa-Konzern Neuigkeiten, Zentralisierung mit der Kompetenzverteilung. Also da gibt es dann auch Neuigkeiten. Schön, dass die Sonne genau dann rauskommt, wenn ich die Sendung aufnehmen will. Vielleicht stellen wir uns dann genauso andersrum, dass die Sonne mich quasi anlächelt. So, schön, dass das Ganze mit dem Drehen geklappt hat. Ja, auf jeden Fall haben wir dann weiter Discover Airlines, die wollen evaluieren, ob sie A350er nehmen anstatt 330er. Und wir haben dann nochmal Neuigkeiten aus der Welt der Devaluation von Punkten. Hilton ist da wieder ganz weit vorne, ist schlimm. Ja, ich finde es schlimm. Und Hilton Kathmandu, Evakuierung. Dort gab es dann Probleme und Themen. Und wir geben da auch Hinweise, wie ihr da euch verhaltet in Hochrisikoländern und natürlich auch die Fragen, die sich da stellen, ob es da bei Hilton, bei Hyatt oder bei Sheraton, Marriott, wie sie alle heißen, Sheraton ist ja Marriott, bei den Gruppen da auch besondere Sorgfaltspflichten gibt oder nicht. Also viele Themen für euch eingepackt. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann natürlich auch auf School zu kommen. Ich werde auch demnächst wieder auf School verlinken. Ich würde es dann ein bisschen besser werden wieder. Das erste Thema, was wir haben, ist das Thema Luftraumverletzung. Donald Tusk, das ist der Premierminister von Polen, informierte das Parlament über mindestens 19 russische Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingeflogen sind und damit konsequenterweise eine Luftraumsperrung hervorgerufen haben in der Nacht vom 10. auf den 11. September. Die Drohnenflüge begannen um 23:30 Uhr, jetzt Gott sei Dank keine Zeit, wo viel Verkehr herrscht. Gegen 6:30 Uhr endete das Ganze. Donald Tusk hatte da ein Zitat, das erste Mal in diesem Krieg, dass sie nicht aufgrund von fehlenden oder kleinen russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus, also aus Weißrussland. Und Weißrussland ist ja direkter Nachbar von Polen. Und die Frage stellt sich natürlich, warum machen die so etwas? Und die Antwort ist Resilienz testen. Einfach mal gucken, wie reagieren die Leute in der NATO, was macht die NATO, was passiert da. Es wurde natürlich auch zu einer Zeit gemacht, wie ich schon erwähnt habe, dass dort keine großartigen Flugverkehre stattfanden, weil Nachtruhe war mehr oder weniger. Aber 3 Drohnen wurden nachweislich abgeschossen, eine 4. möglicherweise ebenfalls. Und das ist einhergegangen mit dem größten russischen Angriff auf die Ukraine. Und natürlich die NATO-AWACS-Systeme, das sind ja die AWACS zu sagen. Ich kriege leider die Abkürzung nicht mehr hin, ihr könnt sie unten reinschreiben, wofür AWACS steht. Auf jeden Fall ist es halt das Frühwarnsystem für Raketenangriffe aus der Luft. Und da ist es so, dass dieses natürlich dann auch ein Thema darstellt. Polen hat, glaube ich, NATO-Artikel 4 ausgerufen. Das heißt, man will sich konsultieren und will gucken, was man in dieser Angelegenheit macht. Soll ich mich so hinstellen, ein bisschen besser in die Sonne? Dann gucken wir mal, dass wir das nachführen. So. Ja, ihr könnt natürlich da antworten, was ihr davon haltet, was für Maßnahmen ihr ergreift. Und ob ihr da jetzt sagt, na, vielleicht sollte man den polnischen Luftraum meiden. Ich bin mal gespannt, was passiert. Finnair zum Beispiel fliegt ja durch die Suwałki Gap nach Rhodos, um einige Ziele zu nennen. Griechenland oder sowas, weil es da schneller ist. Also ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Was bei Lufthansa auf uns zukommt, ist ja von Carsten Spohr relativ klar gezeichnet. Er möchte halt eine Kompetenzumverteilung und er hat auch einen weitreichenden Umbau des Konzerns von einer Gruppe zu Airlines zu einer Airline-Gruppe angekündigt. Und das Ziel ist natürlich höhere Effizienz, bessere integrierte Angebote, höhere Renditen für Aktionäre.
Und viele Sachen werden jetzt halt zentral gemacht, die früher dezentral waren, IT, Finanzen, Personal. Diese Group Function Boards sollen die Steuerung zentral übernehmen, jedoch mit lokaler Spezialisierung. Zürich, weil sie natürlich den Yield, das heißt also Flugplanung und Umsatzplanung, relativ gut im Griff haben und die Cash-Cow in der Gruppe sind, dürfen das in Zürich machen. Wien macht das IT-Zentrum für die Gesamtgruppe und Frankfurt strategisches Headquarter für zentrale Entscheidungen. Und Carsten S. aus M. sagt, Prozesse, die der Kunde nicht sieht, die uns kein Geld sparen oder im Hintergrund nicht juristisch notwendig sind, werden wir zunehmend vereinheitlichen. Macht doch Sinn. Herrlich, die Sonne. Ja, ihr solltet da auch nochmal schauen, ob die wirklich das Bordprodukt, aber auch das Wohnprodukt, ein Austrian, ein Swiss oder halt ein Lufthansa, ein ITA, ein Brussels Touch haben oder ob das alles eine einheitliche Suppe wird, wo man keine Unterschiede merkt. Findet ihr, dass Lufthansa durch die stärkere Zentralisierung effizienter wird oder geht dabei der Charakter der einzelnen Airlines verloren? Und für alle, die sagen, was hast du uns Neues gemacht? Es wären die Standorte, falls ihr nicht zugehört habt. Nur so als Stichwort, weil gestern meinte jemand irgendwie zu mir in einem Call, ja, also das mit Lufthansa hast du ja oft erlebt. Ja, weil es immer wieder ein paar neue Bröckchen gibt, die man dann rausbringen muss. Auch ein neues Bröckchen ist Discover Airlines, die ja immer untergeht, die Disco. Die wollen ja vielleicht ihre 330er durch 350er ersetzen. Da wird halt ausgerechnet. Und die größte Wachstumslast im Konzern trägt Discover neben der Lufthansa City Airlines. Oder heißen ja nur City Airlines, glaube ich, ohne Lufthansa. Nee, Lufthansa City Airlines, ne? Egal. Die Discover-Flotte soll bis 2027 von 29 auf 33 Flugzeuge wachsen. Und insbesondere für den Langstreckenbetrieb macht eventuell 350-900er Sinn. Jetzt sagt ihr, wo kommen die her? Ja, Lufthansa hat doch die Leasingverträge gemacht für die 350er, die man da hat. Heißt also, dass man dort halt guckt, in Betracht gezogen werden neben den 350-900 auch die 330-900er und die 787er. Die Tendenz ist aber stark zu den 350ern. Die Verträge für die Leasing, für die 350-900er laufen aus. Und deshalb geht es halt wirklich darum, dass man vielleicht eine Folgeverwendung findet und damit das für Lufthansa auch Sinn macht, dort die 350er zu behalten. Die 330er Modelle haben Reichweitenhandicap. Ziele wie Südamerika sind mit dem 350er wesentlich besser zu erreichen. Und das ist das, was da zählt. Ja, sollte im Ferienflieger Discover mit modernen Flugzeugen wie den 350er fliegen? Ich weiß, eine dusselige Frage, aber am Ende des Tages ist es ja eine Präferenz. Condor fliegt ja mit 330ern, also mit den 330 Neos. Und ich kenne die Antwort schon, aber ihr sollt antworten. Ich möchte euch da ein bisschen triggern. Was auch triggert, ist das Thema Kathmandu als Beispiel. Da ist es so, dass das Hilton Hotel von Randalierern, 5000 Menschen spricht man von, das Hotel gestürmt haben und dann in Brand gesetzt haben. Und der gewaltsame Mob hat am 9. September 2025 dieses Hotel gestürmt. Laut Medien ist das Hotel teilweise im Besitz des Sohnes eines korrupten Ex-Premiers, was das zum Ziel machte. Auch haben wir Gästeberichte. Da hieß es, also das ist ein Zitat von einem Gast, zuerst hieß es, wir sollen im Zimmer bleiben. 10 Minuten später kam die Meldung, dass das Hotel angegriffen wird. Gäste wurden dann über die Treppen evakuiert, eher schlecht als recht, mussten teilweise ihr Gepäck inklusive Reisepässe zurücklassen. Nach 30 Minuten Unsicherheit verhandelten Hotelmitarbeiter mit den Demonstranten. Gäste wurden in ein anderes Hotel gebracht, aber nur für eine Nacht. Das Hotel hatte auch bis weiteres auch geschlossen, so sagt es die Hilton-Webseite. Und unklar ist, ob man dort von Hilton Entschädigung oder Unterstützung erhält. Welche Versicherungen greifen? Denn viele Versicherungen sagen natürlich Force Majeure, also das heißt höhere Gewalt. Das ist Unruhe, werden nicht abgedeckt. Und das Thema bietet natürlich da auch nochmal den Hinweis, dass wenn man in Hochrisikogebiete reist, dass man sogenannte Go-Bags vielleicht packt oder einen Go-Rucksack packt. Und da sollte man immer digitale Kopien zumindest von Ausweisen in Cloud-Speichern ablegen. Und dann solltet ihr eventuell in so eine Go-Bag, kann auch ein Rucksack sein, die wichtigsten Dokumente reinlegen, Wertsachen, Kreditkarten, Handy, Medikamente. Und ihr solltet auch mal beim Check-in klären, wie das Sicherheitsprotokoll ist.
Ich selber zum Beispiel schaue mir auch bei solchen Aufenthalten in solchen Gebieten an, wie ich das Hotel verlassen kann, was es dort für Möglichkeiten gibt, aus dem Hotel rauszukommen und vor allem, wo man dann hingeht, dass man einen Plan hat. Wichtig ist auch dann eventuell zu wissen, wo die Botschaften sind. Also heißt, wenn da die deutsche Botschaft nicht ist, ihr könnt in jede andere Botschaft rein formal gehen, zumindest EU. Aber ich glaube, wenn ihr mit einem deutschen Pass ankommt und ihr bittet um Hilfe in irgendeiner Botschaft, die uns zumindest nicht feindlich gesonnen ist, die werden euch helfen oder zur nächsten gehen. Aber die EU ist angewiesen, dass Botschaften, die von anderen EU-Mitgliedern sind, EU-Mitgliedern helfen. Also insofern wäre das auch ein Ziel, was ihr haben könnt. Ihr solltet natürlich die Notfallnummer der Botschaft im Handy gespeichert haben, Versicherung prüfen, ob halt die Sachen abgedeckt sind oder nicht. Und ihr solltet da einfach mal schauen, was Hilton Guest Assistance sagt, könnt denen ja schreiben. Und ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben, was ein Hotel oder eine Hotelkette, wie hier in dem Fall Hilton, die dafür ja im Moment wirklich nichts können, uns als Gästen dann unter die Arme greifen sollte, muss oder darf. Ja, Hilton muss ich jetzt einmal so ein bisschen anprangern. Die haben wieder eine Punktedevaluierung gemacht, heißt also, dass man 250.000 Punkte zahlen kann pro Nacht. Und die Frage ist natürlich direkt, und deshalb stelle ich die Zuschauerfrage direkt am Anfang. Ja, also direkt wirklich am Anfang, weil das ist das, was einem direkt in den Kopf schießt. Hat ein Punkteprogramm wie Hilton Honors noch Zukunft, wenn man 5 Nächte über 1 Million Punkte benötigt? Und das ist halt genau das Thema wie bei Hyatt. Man hat bei Hyatt natürlich das Thema, man sammelt wenig Punkte, wenn man keine amerikanische Kreditkarte hat von Hyatt über Chase oder sonst was. Und mit dem Stay selber bekommt man halt nicht so viele Punkte. Aber was nützt es, wenn ich über Hilton Punkte sammle, links, left, right and center, die Punkte eigentlich keinen Wert haben. Also auf dem Papier hoher Value, aber am Ende mache ich nichts damit. Ne? Also das ist halt ein Thema. Hilton hat innerhalb von 10 Monaten die Preise für Top-Prämiennächte von 95.000 auf 250.000 Punkte erhöht. Und die Grenzen sind zum Beispiel Dezember 2025 waren die 150.000, dann war das Maximum 200.000, jetzt sind wir schon bei 250.000. Waldorf Astoria Malediven ist der Spitzenreiter, ist natürlich auch eines der meist nachgefragten Ziele. 250.000 pro Nacht. Waldorf Astoria Los Cabos 220.000 Punkte. Conrad Bora Nui 230.000 Punkte. Heißt also, Hilton bietet ja auch keine Award-Charts mehr, sondern man muss halt gucken. Mir ist das aufgefallen bei meinem Hilton in Tallinn. Ich habe mal für 105.000 Punkte, ich habe leider den Geld-Cash-Gegenwert, wenn ich das bezahlt hätte, nicht mehr im Kopf, für 5 Nächte bezahlt. Jetzt wollen sie von mir für eine Nacht 100.000 Punkte haben. Dafür möchte man ja die Punkte gar nicht mehr ausgeben. Und ja, was ist denn halt wirklich der Sinn eines Punktesammelns, wenn am Ende des Tages der Preis für ein Hotel sich mehr als verdoppelt im Punktewert? Und daran heißt es und daran sieht man halt, Loyalität geht immer in verschiedenste Richtungen. 2 Fragen, die ihr beantworten könnt als Zuschauerfrage. Wenn ihr die anderen nicht beantworten wollt, würde ich euch bitten, zumindest die zu machen. Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch auf School gekommen seid, ist das Thema Lufthansa-Konzern. Heißt also, findet ihr, dass die Lufthansa durch die Zentralisierung effizienter wird oder nicht? Heißt also, dass die Marken mehr verwässert werden. Und last but not least nochmal die Hilton-Frage. Hat so ein Hotelprogramm Zukunft, wenn Punkte permanent devaluiert werden und eigentlich in bescheuerte Höhen steigen? Danke, dass ihr heute dabei wart, wieder bei Frequent Traveler TV. Ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung wieder zu sehen und leider geil in Südkalifornien. Es wird auch irgendwie, wenn die Sonne rauskommt, richtig knallerheiß. Es ist hier 7:30 Uhr, als ich angefangen habe, also müsste jetzt 45 sein, irgendwas bummelig. Entspannt euch bei dem Ausklang, bei dem Outro.